Herzlich willkommen zu einer neuen Folge VectorCam TV. In dem heutigen Anwendertipp möchten wir für die Bearbeitung des Anschlusses an einem hier vorliegenden Werkstück ein Profilwerkzeug erstellen. Dazu richte ich zuerst das Achsenkreuz mittig des zu bearbeitenden Anschlusses aus, markiere die betreffenden Flächen und greife im Reiter 3D Cut einen Z-Schnitt anhand des Profils ab. Diesen Z-Schnitt kopiere ich und füge ihn in einem neuen Fenster wieder ein, um daran ein Profil für ein Sonderwerkzeug abzuleiten. Dieses werde ich in meinem Falle mit Hilfe des Reiters 2D Cut noch etwas aufbereiten, um den späteren Schaft etwas zu verlängern. Dieses Profil kann ich außerdem als DXF-Datei exportieren, um es dem Werkzeugschleifer bzw. dem Hersteller meines Sonderwerkzeuges bereitzustellen. Um das Profil für meine eigene Programmierung zu verwenden, markiere ich den Bereich, den ich als Schneide nutzen möchte, und gebe ihm das Attribut Cutting. Dem Segment, das ich als Schaft bzw. nicht schneidenden Bereich nutzen möchte, gebe ich das Attribut Non-Cutting. Danach verkette ich das Profil des Werkzeugs von Schaft bis Schneide und speichere es als normale VectorCam-Datei. Ich speichere es in diesem Fall unter dem Namen Profilfräser und wechsle zurück in das Fenster, in dem mein Werkstück liegt. Danach öffne ich die Werkzeugbibliothek und lege ein neues Werkzeug an. Ich wähle den Werkzeugtyp Profilfräser und gebe dem Werkzeug einen Namen. Um das Profil der Schneide meines Werkzeugs zu beschreiben, gehe ich auf den Schalter Profilgeometrie. Hier öffne ich die eben angelegte VectorCam-Datei. Das System erkennt jetzt aufgrund des Attributs Cutting die Schneidengeometrie. Danach öffne ich über den Schalter Schaftgeometrie noch einmal dieselbe Datei und aufgrund des Layers Non-Cutting erkennt das System die Kontur des Schafts. Danach lege ich noch die Anzahl der Zähne fest und den Durchmesser, an dem die Berechnung des Werkzeuges stattfinden soll. Anschließend selektiere ich die zu bearbeitende Kontur und nutze hierfür den Job Konturfräsen im Reiter Fräsen Features, indem ich das eben angelegte Profilwerkzeug für die Bearbeitung auswähle. Danach aktiviere ich ein bereits vorher angelegtes Spannmittel und Rohteil und sehe mir das Ganze in der Abtragssimulation an.